Ja, ich wollte euch ja zeigen, wie man auf dem Mac Mini 2014 ZimaOS installiert, damit man darauf dann Docker installieren kann und darauf dann auch Paperless NGX. Ihr braucht einen USB-Stick. Den USB-Stick müsst ihr mit Balena Etcher bootfähig machen und darauf dann ZimaOS booten lassen. So, als erstes brauchen wir die Datei, die wir gleich mit dem Balena Etcher auf meinen USB-Stick packen wollen. Gehen hier auf den IceWhale-Tech ZimaOS. Hier können wir dann die Datei herunterladen. Hier kannst du das kopieren. Das ist eine Image-Datei. Startest jetzt den Balena Etcher. Sagst hier Flash from URL. Gibst die URL ein. Er hat sich die Datei geholt. Sagst hier Select Target. Das ist jetzt mein USB-Stick. Der muss nicht so groß sein. Meiner ist normal so groß. Sagst OK. Und Flash. Ja, mein USB-Stick ist groß. Komisch, ja, mach's trotzdem. Und dann flasht der Balena Etcher jetzt das Ganze auf das Laufwerk. Der ist jetzt fertig und wir können den Balena Etcher schließen. Wo findest du den? Falls du den Balena Etcher noch nicht hast, suche einfach nach Balena Etcher. Dann findest du hier gleich an der obersten Platz, kannst du hier Download Etcher nehmen und gibt es für jedes Betriebssystem, hast gesehen, gibt es am Mac, gibt es für den PC, gibt es auch für Linux. Das muss nicht ZimaOS sein, das kann auch Ubuntu oder eine andere Linux-Distribution. Ich habe das mal mit ZimaOS gemacht, weil ich finde, dass ZimaOS eins der besten Betriebssysteme für sowas ist. Warum das Ganze, das kann ich dir hier gerne in einem Video verlinken. Dort habe ich geschrieben, warum ZimaOS sich dafür sehr gut eignet. Wir stecken das hier in den USB-Platz vom Mac Mini rein, starten dann den Mac Mini und während der startet, musst du die Alt-Taste drücken, An-Taste drücken und die Alt-Taste gemeinsam. Du hörst das Geräusch, das typische. Ich halte immer noch die An-Taste. Wir schauen auf dem Display gerade, bis dann das hier erscheint. Jetzt kann ich entweder von HDD booten, also von der Festplatte, oder von meinem USB-Stick, also hier UEFI Boot. Ich wähle meinen USB-Stick, sage OK und hier steht schon Booting ZimaOS Installer. Install ZimaOS. So, hier wähle ich jetzt Install ZimaOS. Jetzt warten wir. Ja, ich möchte die gesamte Festplatte neu formatieren, aber wir haben ja auch nur eine. Ja, ich möchte die gesamte Festplatte neu formatieren. Ja. Und jetzt wird das installiert und wenn das Ganze fertig ist, kannst du es schon dann über das Netzwerk erreichen. So, jetzt sind wir fertig. Hier steht, dass ich jetzt den USB-Stick entfernen soll und danach Enter drücken soll. Jetzt fährt ZimaOS ganz normal hoch, ohne dass ich irgendwas drücken muss. Jetzt bootet ZimaOS hoch. Das dauert eine kleine Weile. Jetzt ist es hochgefahren. Du siehst es an diesem Screen, dass das Ganze jetzt fertig ist. Und jetzt kannst du ZimaOS unter dieser IP-Adresse, die ist bei dir dann natürlich anders, erreichen. Und dort machen wir jetzt die Einrichtung weiter. So, dann machen wir hier weiter. IP-Adresse geben wir dort ein. Und jetzt begrüßt dich der Bildschirm von ZimaOS. Wir machen das natürlich auf Deutsch. Geben hier ein Passwort ein.
Zu CIMA-OS also grundsätzlich erkläre ich dir jetzt erstmal nicht ganz so viel, weil dazu habe ich mehr in meinem Video erklärt, wo ich CIMA-OS auf einem CIMA-Blade installiert habe und welche Einstellungen du dort vornehmen kannst. Hier soll es tatsächlich nur um Paperless NGX gehen und dafür musst du ja einfach nur oben rechts draufklicken, eine benutzerdefinierte App installieren, hier dann auf Importieren gehen, dann wählst du eine Datei aus, die ich für dich bereitgestellt habe. Dort sind die Haupteinstellungen bereits inklusive. Das Einzige, was du ändern musst, sind all diese Pfade. Ich habe jetzt einen Standardpfad genommen, der bei CIMA-OS immer funktionieren würde. Du kannst den aber hier durchklicken und dir deinen passenden Pfad dazu erstellen. Hier wäre es zum Beispiel Paperless. Und hier geht es um den Broker. So. Und so wählst du deine Pfade für den Broker, für die Datenbank, für Gutenberg und für Paperless selbst. Musst du hier dann auch noch diese Pfade einstellen. Bei Tika gibt es keine. Wichtig ist bei Tika, dass jegliche andere Installationarten von Paperless NGX aktuell an Tika scheitern. Deswegen habe ich in meiner Datei hier direkt von Apache den Tika genommen und jetzt nicht irgendwie von Paperless NGX den Tika. Und das wird auf jeden Fall so funktionieren. Bei Paperless musst du jetzt hier weiter unten noch dein Admin-User und Admin-Passwort eingeben. Ich nehme jetzt erstmal diesen Standard. Dann musst du hier noch gucken, ob die Timezone passt. Ich habe das jetzt mal für Deutschland korrekt eingestellt. Und letztendlich mehr musst du hier gar nicht mehr einstellen, sondern hier einfach auf Installieren klicken und jetzt erstmal ganz lange warten, denn die Installation dauert wirklich sehr, sehr lange. Er zieht sich jetzt erstmal hier das Paket runter, siehst du bei der Netzwerkübertragung, dass er jetzt mit 40 Mbit sich erstmal das Paket runterzieht, dann muss es noch installiert werden. Und wenn es installiert ist, muss noch viel im Hintergrund passieren, so dass ich dir gleich zeige, wie du weißt, wann es ungefähr fertig ist. So, jetzt ist das Ganze installiert, aber wenn du jetzt hier draufklickst, dann siehst du, dass es noch nicht geöffnet ist. Ich zeige dir mal eben, wie du siehst, was da gerade passiert. Gehst hier auf Einstellungen und dann kannst du hier das Log öffnen. Und du siehst, dass hier noch einige Dinge im Hintergrund passieren. Deswegen lass das Ganze noch ungefähr 10 Minuten laufen. Es müssen noch einige Einrichtungsvorgänge hier durchgeführt werden. Denk jetzt nicht, dass es nicht funktioniert. Das wird wirklich sehr, sehr lange dauern, bis das Ganze dann fertig aufrufbar ist. Ich kann dir vielleicht in der Zwischenzeit noch ein bisschen was von CIMA-OS zeigen. Auch das ist in Ordnung, das ist noch kein Fehler. In CIMA-OS kannst du hier diverse Einstellungen vornehmen, zum Beispiel von deinem Speicher. Da der Mac nur eine Festplatte hat, erkennt er auch hier nur eine Festplatte. Hier kannst du dann die Seriennummer der Festplatte dir ansehen, dass es auch von Apple ist. Du kannst die Smart-Werte von der Festplatte einsehen und du kannst auch die Temperatur einsehen. Bei allgemein gibt es hier ein paar Einstellungen, die du vielleicht vornehmen möchtest oder auch nicht. Zum Beispiel diese Neuigkeiten abschalten. Mich interessieren die Neuigkeiten von CIMA-OS nicht. Weil wenn du ein Update bekommst, wird das hier auf der Seite
von CMOS stehen, beziehungsweise hier oben auch leuchten, dass es ein CMOS Update gibt. Das kannst du dann einfach mit einem Klick installieren. Ich möchte hier oben auch keine Suchmaschine haben, weil ich suche nicht über mein CMOS Gerät. Ich kann dir übrigens sehr ans Herz legen, dafür auch eine UPS zu kaufen. Ich habe hier eine Eaton UPS, die ist relativ günstig, und wenn du die per USB an den Mac Mini angeschlossen hast, kannst du hier auch die Power Loss Protection aktivieren, und zwar über USB UPS, und siehst du schon, dass die erkannt wurde, Eaton 3S, und ich möchte nur dann herunterfahren, wenn die Batterie low ist, das heißt, wenn sie unter 15% fällt, fährt CMOS automatisch herunter. Und du kannst dann halt hier sehen, dass das Ganze jetzt zurückliefert an Daten. Wir haben eine 100% Batterieleistung und wir haben ungefähr 28 Minuten Zeit, wenn das Strom oder wenn das Netz ausfällt, bis dann der Mac Mini heruntergefahren wird. Und bei dem Entwicklermodus musst du auch reingehen, denn hier kannst du den SSH-Mode freischalten, falls du auf den Rechner selbst per SSH draufgehen willst. Hier kannst du DLNA einschalten, falls du einen DLNA-Server daraus machen willst. Hier kannst du den Samba-Dienst ein- oder ausschalten. Du kannst hier dann Verzeichnisse quasi freigeben im Netzwerk. Was ganz, ganz wichtig ist, ob du da drauf einen Fernzugriff haben willst oder nicht. Wenn der Fernzugriff eingeschaltet ist und du diesen Cyma Client installierst, den gibt es für Mac und für Windows, dann kannst du mit dieser Remote ID auf das Cyma OS drauf, egal wo du dich befindest, egal ob du ein VPN hast oder nicht. Ich schalte das grundsätzlich aus, weil mir persönlich ist das zu unsicher. Ich möchte nicht per diesem Fernzugriff auf die Maschine zugreifen. Deswegen ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, das musst du einmal ausschalten. Ich möchte selbst ein VPN hier drauf aufbauen, in mein Netzwerk aufbauen, und darüber kann ich dann auch auf mein CMOS und Paperless NGX zugreifen. So, schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Du siehst hier auch noch, da passiert wirklich viel im Hintergrund, und der startet hier immer wieder neu, weil für CMOS muss Paperless NGX hier ein paar Rechte neu setzen. Er muss die Datenbank neu aufbauen und strukturieren. Das dauert unter CMOS wirklich sehr, sehr lang. Schauen wir mal, vielleicht passiert es jetzt. Ja. Jetzt ist es fertig. Wir haben ja ein Passwort eingegeben, das nennt sich Paperless, und hier auch Paperless. Und schon hast du hier dein Paperless NGX. Zu Paperless NGX sage ich jetzt erstmal an dieser Stelle nichts, weil du wirst dich ja dafür entschieden haben, das zu benutzen. Es gibt zahlreiche Videos dafür, die das sehr gut erklären, wie man Paperless NGX benutzt. Ich möchte dir nur an dieser Stelle einmal zeigen, wie gut die Dokumentenverarbeitung funktioniert, beziehungsweise wie schnell das funktioniert. Ich habe PDFs, hier kann ich mal mehrere hochladen. Also das ist schon relativ schnell. Du musst jetzt bedenken, dass er jetzt wirklich ein Miniaturbild erzeugt, dass er hier OCR startet. Also das ist bei allen Mini-PCs, die ich bisher für Paperless NGX eingesetzt habe, wirklich sehr, sehr fix. Und das funktioniert unglaublich gut. Ich würde weiterhin den Mac vor allen anderen Mini-PCs vorziehen, die eine aktuelle CPU haben, denn für Paperless NGX brauchst du nicht viele Kerne, sondern einen Kern, der viel Rechenleistung hat. Und der Mac Mini 2014 hat eben nur 2 Kerne.
dafür aber in jedem Kern viel Rechenleistung. Und deswegen kannst du hier so schnell die Dokumente auch verarbeiten. Eine Einstellung habe ich dir noch nicht gezeigt, die wichtig für Paperless ist. Und zwar haben wir ja die Freigabe im Netzwerk, wo du dann auch einfach Dateien reinschmeißen kannst. Wir haben das Verzeichnis CMOS HDD, AppData, Paperless und hier haben wir den Consume-Ordner, so nennt es sich. Hier kannst du dann diesen Consume-Ordner über Samba teilen. Ja, lesen und schreiben für meinen CMOS-User oder ich kann jetzt auch einen neuen speziellen User für diese Freigabe einrichten. Ja, der kann auch lesen und schreiben. Jetzt habe ich diese Freigabe erstellt. Jetzt habe ich mich mit dem Netzwerk unter diesem Ordner verbunden. Jetzt könnte ich hier Dateien reinschieben. Wir schieben hier Dateien rein. Ja, und jetzt siehst du hier schon, dass er die Dateien nachschiebt und die dann auch hier in diesem Consume-Ordner löscht. Das heißt, du musst hier nicht immer über den CIMA-Ordner reingehen und dort Dateien hochschieben. Du kannst das Ganze auch übers Netzwerk tun. Die Dateien werden immer weniger und das landet dann eben hier alles unter Dokumente. Jetzt hat er alle Dateien verarbeitet und alle Dateien sind jetzt in deinem Paperless NGX. Und das Ganze kannst du jetzt natürlich auch von einem Scanner machen. Ja, du kannst den Scanner mit diesem Laufwerk jetzt verbinden und direkt deine Scans in dieses Laufwerk schieben, ohne dass du überhaupt einen Computer öffnen oder starten musst. Die Scans werden dann automatisch in Paperless NGX verarbeitet. Ja, ich finde den Mac Mini 2014 tatsächlich absolut genial für diese Aufgabe. Der ist wirklich sehr, sehr günstig. Ich habe für meinen nur 80 € bezahlt. Der hat eben eine Core 2 Duo CPU. Der hat 8 GB RAM. Der hat eine 1 TB Festplatte. Du kriegst für 80 € keinen Mini-PC, der nur annähernd so potent ist, also so viel Leistung bietet für dieses Geld. Und die Mac Minis gibt es wirklich wie Sand am Meer und diese Dinger werden verscherbelt ohne Ende. Der verbraucht doch nicht viel Strom. Ja? Der braucht ungefähr so zwischen 5 und 30 Watt, je nachdem, was der gerade macht. Das ist absolut vergleichbar mit einem Raspberry Pi. Wesentlich günstiger. Und wenn du dann auch noch möchtest, ist er sogar noch hübsch und kann mitten auf deinem Schreibtisch stehen. Ich kann diese Variante jedem empfehlen. Ich habe jetzt schon mehrere Varianten ausprobiert. Einmal mit einem CIMA Blade, einmal mit einem Thin Client, einmal mit einem Gehäuse, also mit so einem NAS-Gehäuse von eBay, was auch um 80 € plus Versand gekostet hat. Den Mac Mini, den kann ich bisher am meisten empfehlen, weil der wirklich am meisten Leistung hat bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch. Und ich werde jetzt alles, was ich sonst installiert habe auf meinen anderen Geräten, alles hier auf den Mac Mini ziehen und nur noch von diesem Gerät alles steuern. Jetzt wirst du dich sicherlich noch fragen, ja, aber was ist mit RAID, was ist mit Backup? Ich bin weg davon, CMOS auf einem RAID zu installieren, einfach wegen dem Grund, ein RAID ist kein Backup. RAID spiegelt nur für eine schnelle Wiederherstellung die Daten. Ich mache grundsätzlich ein Backup unter Docker bzw. unter CMOS so, dass es sich sehr schnell wieder restaurieren lässt. Das heißt, wenn die Platte jetzt hier abrauchen würde, installiere ich einfach ein neues CMOS auf einer anderen Festplatte, ziehe dann meine Backups, meine Ordnerstrukturen einfach zurück, speichere die YAML-Datei für Docker wieder auf dem neuen Rechner, starte die Apps und
Es läuft alles. Also RAID ist hier sogar kontraproduktiv. RAID macht das Ganze teurer, du brauchst mehr Festplatten und so weiter und so fort. Natürlich brauchst du hier ein Backup, gar keine Frage. Dafür kann ich dir Duplicati sehr ans Herz legen. Das sprengt aber den Rahmen dieses Videos. Falls du unbedingt möchtest, dass ich dir erkläre, wie ich das Ganze im Backup mache, dann schreib mir gerne in die Kommentare, dann mache ich ein eigenes Video dazu. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.